Die Nummer 5 unter den Middle East Carriern, vielleicht die orientalischste von allen. Gulf Air ist die staatliche Airline des Königreichs Bahrain mit der jüngsten Flotte im Vergleich zu den anderen 4. Kai hatte Gulf schon lange auf dem Zettel, na klar. Jetzt ist er die auch geflogen, letzte Woche. Heute fliegen wir mit und Kai erzählt uns von seinen Erfahrungen jetzt im True Miles Podcast. Hey, hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Ein Gulf Air Flugzeug ist im Durchschnitt gerade mal 6,2 Jahre alt. Das Hard Product, die Kabine, die Sitze, das müsste alles also ziemlich gut in Schuss sein, auf der Höhe der Zeit, für die Konkurrenz schwer zu schlagen. Wie ist es tatsächlich? Mit der Gulf Air Flotte, dem Streckennetz und kannst du diese Airline sogar mit Meilen buchen? Hallo Kai. Hallo Wolfram. Du bist offenbar heil zu Hause angekommen, in deinem Massagesalon 2.0. Wie hat dir der Rückflug von Deutschland nach Thailand gefallen letzte Woche mit Gulf Air? Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, um das vorwegzuschicken. War schön bei dir, aber ist mir zu kalt in Deutschland, ganz ehrlich. Und nass. Der Flug war klasse. Ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Klar, man guckt irgendwie mal, was die Kolleginnen und Kollegen bei YouTube schon mal da fabriziert haben, aber ich bin die selber, wie gesagt, noch nie geflogen. Das heißt, es hätte eine Bauchtanztruppe kommen können, es hätte eine Vollverschleierung kommen können. Ich hatte keine Ahnung. Dafür ist es gut gelaufen. Ich bin in Bahrain umgestiegen, bin deshalb 2 Segmente geflogen, 2 unterschiedliche Flugzeugtypen gehabt. Das nervt andere Leute. Mich freut das, weil ich dann eben quasi 2 Reviews machen kann. Und es war der A321 Neo von München nach Bahrain und dann weiter nach Bangkok mit dem Dreamliner 7879. Und wie hast du den Flug gebucht, sag mal? Mit Cash tatsächlich. Nein, du Business hast Class. Cash gebucht. Ja, weil es auch kein hohes Geld her hatte. Business Class Return hat ein bisschen was über 1.600 € gekostet, da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, und mit Meilen ging gar nichts. Also ich kann mir gar nicht vorstellen. Also du hast bis zum Schluss probiert, oder? Mit Meilen zu buchen. Naja, ich bin über die Meilensuche sozusagen bin ich auf Gulf Air gekommen. Ich hatte geguckt, was geht möglicherweise mit Aeroplan, weil Aeroplan eben diese Middle East Carrier unter den Partner Airlines hat, die man sonst nicht mit Meilen buchen kann, wie Gulf Air, Etihad, Oman Air. Und da habe ich geguckt und tatsächlich gab es für Gulf Air so ziemlich jeden Tag, ich hatte nach ein paar verschiedenen Daten geguckt und an jedem Tag gab es Verfügbarkeiten für Gulf Air für 80.000 Punkte. One-Way Business Class. So, 80.000 Punkte habe ich nicht mehr bei Aeroplan, hätte ich also kaufen müssen. Gab zufällig einen Sale mit 85% Bonus, hätte ich also machen können, hätte mich dann aber auch schon über 1.000 € gekostet. Und dann habe ich geguckt, guck doch einfach mal, was die Flüge denn kosten, wenn man sie Cash bucht. Und habe geguckt und mit Abflug aus Deutschland, fliegen ab München oder ab Frankfurt, ich habe mich für München entschieden und siehe da, 1.650 € so um den Dreh. So. Das nagelt mich auf den Euro fest. Und dann habe ich natürlich nicht mehr lange nachgedacht, denn damit sammle ich ja auch noch Aeroplan-Punkte und habe eben einen Hin- und Rückflug statt nur einen Hinflug mit Punkten gebucht. Also das war ein No-Brainer. Ich habe jetzt eingangs gesagt, im Vergleich zu, sagen wir, nehmen wir gleich den größten Middle East Carrier Etihad, Emirates natürlich. Im Vergleich zu Emirates ist Gulf Air ja winzig. Haben die überhaupt eine Flotte? Haben die mehr als ein Flugzeug? Die haben tatsächlich mehr als ein Flugzeug, aber nicht so wahnsinnig viel mehr. Also 2. Gulf Air hat insgesamt 40 Flugzeuge und davon 10 Langstreckenflugzeuge, also 10 Dreamliner und mit Blumen auf dem Tisch sind 20, weil man eben den A321 Neo auch auf den Strecken nach Europa einsetzen kann. Da reicht die Range des Flugzeugs bequem. Das klappt also mit den Flugzeugen ganz gut. Aber insgesamt haben die überwiegend Schmalrumpflugzeuge A320, 21 Neo und 21 LR, den Long Range A321 und dann eben 10 Dreamliner für die richtigen langen Strecken. Seatmaps können wir dazu zu den beiden Flugzeugen, die ich geflogen bin, hier ja mal einblenden. Da sind wir schon beim Streckennetz. Wo fliegt Gulf Air denn hin?
Ja, in Deutschland und Europa ist natürlich für uns am interessantesten. Das Streckennetz ist relativ überschaubar. Also jetzt gerade im Winter fliegen die nur ganz, ganz wenige Strecken in Europa an. Das sind im Großen und Ganzen München und Frankfurt in Deutschland, dann Paris in Frankreich, London und Manchester in England und Mailand und Rom in Italien. Das war's so, was Mitteleuropa angeht. Dann fliegen sie noch nach Athen und Istanbul, aber das sind ja eher Kurzstrecken von Middle East. Also so wahnsinnig viele Strecken sind es nicht. Deren Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Middle East Region. Saudi-Arabien fliegen sie ziemlich viel hin. Dann eben so die ganze Golfregion drumherum. Und sie fliegen viel nach Indien. Also haben sehr, sehr viele Ziele in Indien, sind deshalb bei indischen Passagieren ziemlich beliebt. Und wie alle Middle East Carrier machen die auch ein bestimmtes Geschäft mit russischen Passagieren. Die haben es ja schwer, mit europäischen Airlines zu fliegen. Deshalb fliegen die eben Middle East Carriern oder auch mit Turkish Airlines. Sammeln sie in Moskau ein und fliegen sie dann eben über ihren Hub in Bahrain dann quasi in die ganze Welt. Es gibt eine Reihe von Fifth Freedom Flights, die sind in Europa im Sommer recht beliebt. Da geht es zum Beispiel von Mailand nach Nizza und auch nach Genf, also in die Schweiz. Also Verlängerung des Flugs nach Mailand, der wird dann eben weitergeführt in 2 Richtungen. Und in die andere Richtung geht es unter anderem neben Indien eben auch noch zu ein paar Zielen in Südostasien, also Manila, Bangkok, Singapur vor allen Dingen. Und die Strecke von Bangkok nach Singapur war bisher auch ein Fifth Freedom Flight und ist es diesen Monat auch noch, aber Ende dieses Monats endet eine Ära, dann wird dieser Fifth Freedom Flight eingestellt, weil dann Gulf Air direkt nach Singapur fliegt und nicht mehr mit dem Zwischenstopp in Bangkok. Und jetzt eigentlich das Wichtigste, was erwartet einen, wenn man ins Flugzeug steigt? Macht das wirklich einen Unterschied, wenn ich Gulf fliege? Also auf der ersten Strecke im A321 Neo, da macht es tatsächlich einen Unterschied, wenn man ansonsten in europäischen Flugzeugen Business Class fliegt. Wir kennen das Trauerspiel, haben wir uns ja auch oft genug darüber aufgeregt. Business Class in Europa ist eben nur ein Economy-Platz mit einem freien Nebensitz. Middle East Carrier haben da mindestens vernünftige, bequeme Recliner und Gulf Air hat sogar in diesen neuen Flugzeugen richtige Business Class Sitze verbaut. Also mit einer Lie-Flat-Funktion, mit einer richtigen Verschalung, so wie die Dinger eben auch in Großraumflugzeugen drinstehen. Haben sie eine 2-2-Konfiguration. Das ist natürlich, klar, wäre schöner, wenn man da 1-2 hätte und dann 2-1 in der nächsten Reihe oder irgendwie sowas. Also für Alleinreisende ist das immer noch nicht super ideal, aber das geht schon. Gerade, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was in Europa sonst angeboten wird, ist das ein echter Quantensprung. Du warst aber auch in der Lounge, oder? Du musst ja in die Lounge in Bahrain. Oder bist du drumrum? Ich habe lange überlegt, ob ich die 2 Stunden lieber an den unbequemen Sitzen am Gate verbringe und davon träume, wie es wäre, jetzt ein kühles Getränk kostenlos zu haben und einen kleinen Snack noch nebenbei zu nehmen. Aber da hast du dich durchgerungen. Ich habe mich dann durchgerungen, bin dann 2 Stunden in der Lounge gewesen. Die ist so ein bisschen so aufgebaut wie das Emirates, oder ich hatte bei unserer Folge kürzlich über die Priority Pass Lounges hatte ich ja von der Royal Jordanian Lounge in Amman geschwärmt, so mit diesem so eine Art Bazar. Ne? Also gerade in der Nacht wirkt das irgendwie ganz schön, weil es auch schön beleuchtet ist, dass so viele verschiedene Essensstationen und dann ist da ein Eiswagen und so. Und das hat mir in Amman sehr gut gefallen und so ein bisschen so ähnlich ist das eben auch in der Falcon Gold Lounge, heißt sie, glaube ich, in Bahrain. Ist eine riesengroße Lounge auch, atmosphärisch nicht ganz so schön wie die Royal Jordanian, aber kann man bequem ein paar Stunden aushalten, ist überhaupt kein Problem. Auch entsprechend verschiedene Essensoptionen. Ich habe ein paar Salate, habe ich mal so durchprobiert. Bin immer kein Freund von Curry und da ist man natürlich in der Middle East Region ganz, ganz schlecht aufgehoben, weil da eigentlich alles mit Curry ist. Aber ja, kann halt nicht alles. Man kann sich da nicht raussuchen. Nee. Ja, und dann bist du flugs in die Flagship Business Class im Dreamliner weiter nach Bangkok gedüst. Was erwartet uns im Dreamliner bei Gulf Air? Okay, ich war angefixt, 1650 war ein Argument, das Ding sofort zu buchen, aber wie ich dann immer so bin, ich gucke mir dann trotzdem nochmal die Seatmap an, guck, was ist das für eine Konfiguration, gibt es vielleicht irgendwie einen Hinweis darauf, was das für ein Sitz ist und habe dann, also ich hatte über Booking.com gebucht, weil da der Buchungsvorgang am einfachsten war. Und da hatte die Seatmap so ausgesehen, dass es eine 2-2-2-Konfiguration ist, wie man sie im schlimmsten Fall von Lufthansa kennt. Und dann dachte ich schon, ach nö,
Irgendwo musste ja jetzt der Haken kommen, aber nö, das wollte ich nun doch nicht. Recherchiere dann noch ein bisschen und siehe da, es ist tatsächlich so, dass es 222 ist. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass die Sitze so ein Stück versetzt sind. Der Sitz, der am Gang ist, der ist ein bisschen weiter nach hinten und der Sitz am Fenster ist ein bisschen weiter nach vorne. Und warum ist das so? Weil das Apex-Suiten sind. Das sind die gleichen Stühle, das gleiche Gestühl, das wir von Oman Air kennen. Und Oman Air, wer unsere Top 5 Business Class im letzten Jahr gesehen hat, erinnert sich daran, dass ich da ein großer Fan von war. Hat mir unglaublich gut gefallen und dieser Sitz ist halt einfach fantastisch, mindestens wenn man einen Platz am Fenster erwischt. Weil dann hast du deinen Nebenmann, der sitzt zwar neben dir, aber du siehst ihn nicht. Erstens sitzt er ein kleines Stück weiter hinter dir. Zweitens ist da so ein Privacy Shield, der hochgefahren ist und da sieht man auch nichts drüber und da hört man auch nichts, da ist wirklich Ruhe. Und dann haben diese Apex-Suiten eben diesen kleinen Gang, mit dem man dann eben um den Sitz des Nebenmannes herumgehen kann und dann also ohne dem über die Füße steigen zu müssen, während er schläft, kann man dann ganz normal in den Gang treten. Also 222-Bestuhlung, aber jeder Sitz hat Zugang zum Gang. Das ist ein hervorragender Sitz. Warum ist das auch noch hervorragend? Weil man eben bei dieser Bestuhlung dann keinen Fußraum hat. Also man ist mit seinen Füßen nicht, habe ich ja schon oft genug erzählt, dieser Mist, wenn der Fußraum immer enger wird und man denkt, man liegt in einem Sarg. Das sind Plätze, die im Grunde genommen wie First-Class-Sitze sind, weil man eben freischwebend mit seinen Füßen sich da drehen und wenden kann, wie man möchte. Ganz toll, ganz toller Sitz. Ja, und was ist die nächste Frage, wenn man den freischwebenden Liegesitz hinter sich gebracht hat? Natürlich, was gibt's zu essen? Mit Alkohol oder trocken? Das ist eine wichtige Frage bei Middle East Carriern oder generell bei muslimischen Carriern, denn da kann man eben auch mal reinfallen. Schon mal mit Egypt Air geflogen oder Malaysia Airlines auf der Kurzstrecke oder Saudia natürlich, da geht überhaupt gar nichts mit Alkohol. Das ist bei Gulf Air zum Glück anders. Übrigens noch mal kurz zurück. Kleiner Fehler, der mir unterlaufen war im Dreamliner. Ich habe also am Fenster geschlafen und ich war wirklich hundemüde. Ich hatte eine üble Nacht im Zug Richtung München hinter mir, da wenig geschlafen und dann auch den Schlaf nicht richtig nachgeholt, weil das Blöde bei einem Umstieg in Bahrain ist natürlich, wie bei jeder Verbindung über Middle East, dass du dann nicht einen langen Flug hast, wo du dich ausschlafen kannst, sondern du hast zwei mittellange Strecken. Und dann hast du einen Essensservice, der dauert 2 Stunden und dann gibt's noch mal was zu essen, eine Stunde vor Ankunft. Das heißt, man hat so 2-3 Stunden eigentlich nur, in denen man schlafen könnte. Und das ist natürlich ein Mist. So, jetzt bin ich also sofort nach dem Hauptgang, ich habe nicht mal mehr das Dessert mitgenommen, da siehst du mal, wie müde ich war, habe ich mich sofort schlafen gelegt. Und weil wir natürlich im Nachtflug schon im Dunkeln losgeflogen sind, hatte ich dann auch nicht mehr auf die Fenster geachtet. Im Dreamliner, wer schon mal im Dreamliner geflogen ist, weiß, dass es da nicht diese Fensterluken gibt, die Window Blinds macht man nicht mehr manuell zu, sondern da gibt es ein Panel, wo man diese Fenster dimmen kann. Und du kannst sie so weit runter dimmen, dass sie stockdunkel sind. Jetzt war es aber ohnehin schon stockdunkel und normalerweise wird bei Nachtflügen das von der Crew dann auch automatisch geregelt, dass dann also eben nachts sämtliche Fenster alle komplett abgedunkelt sind. Ich wache also irgendwann nach 3-4 Stunden wache ich auf und siehe, ich bin der Einzige, der seine scheiß Fenster nicht abgedunkelt hat und dadurch, es reicht ja, wenn ein einziges Fenster nicht abgedunkelt ist, dann ist die ganze Kabine taghell. Da habe ich mir einen kleinen Fauxpas erlaubt. So schön wie das mit dem Dimmen ist, weil du eben nicht nur hell oder dunkel hast, sondern du kannst eben auch dazwischen noch ein bisschen was einstellen. Deshalb gefällt mir das eigentlich ganz gut. So, zurück zum Alkohol, darauf kommt es ja an. Und ein bisschen was zu essen dazu. Ja, genau. Also ab München gibt es als Begrüßungsdrink Champagner nur auf Nachfrage. Wir hatten einen Kollegen, ich habe neben mir einen Geschäftsmann aus Deutschland gehabt, gegenüber saß ein Pärchen und da war einer, der war seit 30 Jahren Falcon Flyer Super Bonus Member Lifetime. Der wusste also Bescheid und während wir uns also haben abspeisen lassen mit so einem Lemon Mint, das ist auch ganz lecker, aber eben kein Alkohol drin, hat er dann gesagt, ich hätte gerne einen Champagner. Ja klar, kein Problem. mein Nebenmann ist fast aus der Hose gegangen. Also Moment mal, dann hier, aber wollen Sie auch einen Champagner, fragt er mich. Ich sage nur, ich warte noch mal einen Moment. Ich will noch einen Champagner, das hat er jedenfalls. Naja, also es gab Champagner, aber eben nur auf Nachfrage. So, dann gab es einen ganz normalen Essenservice, nicht so wie das in Europa der Fall ist, sondern eben mit Gängen, mit verschiedenen Vorspeisen. Ich habe Lachs gehabt, gab kein Rind, dann gibt's bei mir immer Lachs. War lecker. Und dann habe ich mich sofort schlafen gelegt und als ich aufgewacht bin, kam eine russische Flugbegleiterin, die sich als Ukrainerin ausgegeben hat. Super nett. Fragte, ob ich dann noch was essen will. Sie hätte mir noch eine Portion irgendwie aufbewahrt, so mit verschiedenen kleinen
kleinen Häppchen, die es irgendwie schon eine Stunde vorher gegeben hat und die ich verpasst habe, weil ich eben geschlafen habe. Ich so, ja, immer mal ran damit. Dann gucken wir uns mal an. Habe ich auch ein kleines Foto von gemacht und ein paar davon habe ich dann auch noch gegessen. So, und auf dem zweiten Leg gab es dann genau das Gleiche, auch wieder mit mehreren Vorspeisen, nicht mehrere. Ich habe eine Suppe genommen. Es war so dann nur eine Suppe, die war so ein bisschen wie diese Suppen, die es beim Chinesen immer so als kostenlose, so eine Haifischflossensuppe. Man weiß nicht, was drin ist. Nee. Die hatte ich und dann gab es halt Rinderfilet mit Kartoffel irgendwas und das war okay. War so ein bisschen so ähnlich wie bei Condor eine Woche davor. Hat sehr gut geschmeckt. Champagner gab es auch schon am Boden, ohne lange Nachfrage, wurde sofort angeboten. Der war lecker. Dann hatte ich einen kleinen, wie immer meinen Absacker, Portwein und dann war ich reif für die Insel. Dann habe ich schön geschlafen und mich da lang gemacht. Never fly without a port. Ja, ich habe mich dran gewöhnt mittlerweile. Mir reicht da auch immer eine kleine Portion. Die machen mir das Glas immer zu voll. Die denken immer, die tun mir einen Gefallen, wenn sie mir ein volles Glas mit Portwein geben. Das ist halt ein Zeug, da trinkt man einen kleinen Schluck von oder vielleicht auch 2, 3 kleine Schlucke. Dann darf's nicht, der war aus dem Kühlschrank. Das war auch nicht so richtig lecker. Portwein muss halt Zimmertemperatur haben, sonst das dauert eine Ewigkeit, bis der irgendwie ein Aroma entwickelt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alles in allem war das ein klasse Flug. Dafür, dass der Flieger erst 4 Jahre alt war der Sitz ganz schön abgerockt. Ich habe es auf einem Video, ist es auch zu sehen, so diese Sitzverstellung, wie man eben den Sitz lie flat, lie halb flat und lie gar nichts, jetzt richtig. Das war total abgeranzt schon, das Ding. Also das sah aus wie bei einem Flugzeug, das 20 Jahre alt war. Ansonsten kann ich meckern. Schöne, lustige Amenity-Kits. Ja, sehr nett, ja. Erinnert so ein bisschen an den Galopper des Jahres. Wer es noch kennt von früher aus der Tagesschau, aus der Sportschau. Relativ große Taschen, ist sogar irgendwie ein, was ist da drin hier? The New Fragrance from Gulf Air. Also so eine kleine, so klein ist sie gar nicht. Probierpackung mit Eau de Toilette. Hat man ansonsten The slight touch of kerosene. Warte mal. Ja. So ein bisschen Chlorreiniger kommt damit durch, aber ja, das muss ich noch entfalten. Ich habe da 2 von, weil ich ja auf jedem Leck 1 bekommen habe, könnten wir 1 verlosen oder verschenken. Lass uns nochmal zum Fazit kommen. Ja. Du bist also jetzt völlig übermüdet und völlig überfressen in Bangkok angekommen. Was ist dein Fazit? Ich bin in Bangkok angekommen. Also Bangkok hat mich jetzt. Ne? Also was will man mehr? Nee, das Bordprodukt hat mir gut gefallen in beiden Flugzeugen, im A321 Neo, mit echten Lie-Flat-Sitzen, nicht nur so Recliner, wie Oman Air sie hat, sondern richtige, gute, neue Business-Class-Sitze. Absoluter No-Brainer. Und Dreamliner, mein Lieblings-Business-Class-Sitz, die Apex-Suiten. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Essen ist solide, gab was ohne Curry, das ist dann für mich schon das Wichtigste gewesen. Sehr freundliche Crew auch und für den Preis, also jetzt mal im Ernst, 1650, mein Rückflug ist irgendwann nächstes Jahr im März, also Hin- und Rückflug in der Business Class für 1650 ab Deutschland, also nicht mal irgendwie ab Amsterdam oder ab Budapest oder weiß der Teufel wohin, sondern ab Deutschland. Das ist ein überragend guter Preis. Bin ich wirklich froh und glücklich mit. Hat mir gut gefallen. Und du bleibst dabei mit Meilen. Ich habe verstanden, Aeroplan ist die Option, aber da muss man eigentlich gar nicht was nachgucken. Oder lohnt es sich trotzdem, da reinzugucken, was mit Aeroplan geht? Also mein Sitznachbar, der deutsche Geschäftspartner, der ist nur bis Bahrain geflogen und der hat, weil es ein Direktflug war, hat er irgendwie 5.000 € bezahlt für den Flug und war dann auch ein bisschen angefasst, als ich dann sagte, ich habe für bis Bangkok ein Drittel davon bezahlt. Ne? Ja, also man muss schon drauf achten. Es ist jetzt nicht so, dass sie jeden Tag und zu jeder Zeit und jeder Tages- und Nattzeit diese Preise haben, aber es lohnt sich immer in jedem Fall bei Gulf Air auch mal zu gucken, was würde mich der Flug denn Cash kosten. Ansonsten ist tatsächlich Aeroplan eine Alternative. Bei Etihad sind sie auch verpartnert, aber da machen die Preise mal gar keinen Sinn und bei dem eigenen Vielfliegerprogramm, dem Falcon Flyer natürlich auch nicht, weil es da keine Transferpartner oder so gibt. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Aeroplan kann man das machen, weil man ja auch keine Treibstoffzuschläge hat. Also keine Alternative, keine Option für jeden Tag, aber ich glaube ein klasse Tipp, um eine Alternative zu haben im Bedarfsfall. Insofern sind wir durch, Deckel drauf. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, alle Grüße, ciao, ciao und tschüss Kai. Tschüss.